Willkommen, ihr Lieben, wieder zu Namas University im Gespräch. Wir sind heute schon beim 24. Gespräch. Ich freue mich wahnsinnig. Auch von mir herzlich willkommen. Freue mich, dich zu sehen. Freut mich, dass ihr alle da seid, zuhört, zuschaut. Wir sprechen heute über die Erkenntnisse bei der Anwendung der 12-strängigen Sonnendiamant-DNA. Martina, was wissen wir denn heute schon mehr als noch vor ein paar Wochen? Wir haben ganz tolles Feedback. Inzwischen praktische Erfahrungen, die sowohl Studenten als auch Mitglieder der Namas University gesammelt haben. Bevor ich das erkläre, möchte ich gern noch mal auf meine Marmeladentheorie eingehen. Die alte Marmelade. Gut. Für die, die das noch nicht gehört haben oder sonst wiederhole ich es nochmal. Jeder von uns beginnt irgendwann auf seinem spirituellen Pfad. Und ich habe das verglichen mit, wir schneiden uns von irgendeinem Obststück, das dann für diese spirituelle Lehre oder Erfahrung oder Guru steht, ein Stückchen ab. Und mit der Zeit landen diese Stücke in uns drin wie ein Obstsalat. Und mit den Jahren verkochen wir das zu einer Marmelade. Wir können nämlich nicht mehr wirklich sagen, was von wo kommt. Bei einigen Dingen, ne? So wie oben, so unten. Oder okay, das könnte Lao-Tse sein oder das könnte die Lehre sein. Und wir stehen auf etwas in unserer spirituellen Entwicklung, von dem wir hoffen, dass es fester Boden ist, aber eigentlich ist es eine Marmelade. Es ist so lange eine Marmelade, wie wir glauben müssen, was andere uns sagen. Es wird fester Boden, wenn aus dem Glauben Wissen wird. Das heißt, eigene Erfahrung, die ich gesammelt habe. Und ich habe mich riesig über das Feedback gefreut, das von einigen gekommen ist. Und es war bezeichnend, dass einige sagten, geschieht nicht viel." Und Mhm. andere hatten innerhalb von Stunden oder Tagen das komplette Zwölferprogramm zur Verfügung. Woran Und da liegt bin das? ich hinterhergegangen und habe gefragt, was ist der Unterschied? Warum? Einige haben mir auch geschrieben, oh, ich kann schon das und wir sind schon relativ weit und bei mir nichts. Obwohl ich nicht rauche, nicht trinke, keine Drogen nehme, was auch immer, so irgendwas kann nicht sein. Mhm. Und dann haben wir eines festgestellt. Diejenigen, die keinerlei oder fast gar keine spirituelle Vorbildung hatten, die nicht schon Jahrzehnte unterwegs waren, die hatten überhaupt keine Probleme, diese Fähigkeiten sofort zu aktivieren. Je länger jemand auf einer spirituellen Reise war und bestimmte Überzeugungen sich verfestigt Mhm. hatten, Mhm. desto schwerer war es. Also da gab es viele Einflüsse. Ja, und dann habe Mhm. ich gesagt, nun lass uns doch mal bitte bei denen, die das konkret gemeldet haben, guckt mal in eure Vertragskammer. Und das reichte von einer Kollegin in Indien, die sagte, ja, ich bin von einem Guru angeleitet worden. Ja. Der Guru beschränkte aber ihr weiteres Wachstum. Das heißt, sie fand Verträge, die gebrochen werden mussten in der Vertragskammer, damit sie sich weiterentwickeln konnte. Das Thema hatten wir ja schon mal, ne? Mit den Gurus und Lehrern und ja. Ein Mhm. guter Lehrer, ein wirklich guter Lehrer möchte, dass der Student, der Schüler über den Lehrer hinauswächst. Dann hat man Mhm. als Lehrer seine Aufgabe erfüllt. Mhm. Und nicht, ich bin hier die Weisheit aller Dinge. Sehr interessant, unsere Kollegin Victoria. Ich weiß nicht, wer das Buch schon gelesen hat, vom Sanat Kumara, das Teambuch Erwachen 2024. Sie beschreibt, dass sie dort in einer Mysterienschule war. Da hat sie Energiearbeit gelernt, bis sie feststellte, dass der Lehrer zwar Techniken vermitteln konnte, aber selber nicht angebunden war mit seiner Seele und schon gar nicht höher. Mhm. Sie hat sich dann bewusst verabschiedet und Verträge verbrannt. Die hatte null Probleme, sich weiterzuentwickeln. Während andere, die sagen, da habe ich überhaupt nie drüber nachgedacht, dass das der Fall sein könnte. Oder ein anderes Beispiel, jemand, die sagte, nee, das habe ich alles nicht, aber ich mache Marketing
oder ich habe Marketing gemacht für spirituelle Lehrer in meinem Heimatland. Mhm. Und wir sind in die Vertragskammer zusammen und haben festgestellt, da waren Verträge, die sie an diese Lehren banden, obwohl sie da nur Marketing geholfen hat. Ja, also Zeit, die eigene Biografie mal zu schreiben und sei es nur in Stichpunkten. Mhm. Katharina, du machst die Dinge äußerst systematisch und ich glaube, dass Mhm. das hier ein guter Ansatzpunkt ist. Geht mal alle zurück in eure eigenen spirituellen Lebenslauf. Meine hat in China angefangen während des Studiums, wo ich mit Lao Tse und seinen Lehren vertraut gemacht wurde, ohne dass der Lehrer den Namen nannte, mir das Buch gab oder sagt, lies das mal. Aber er hat die Mhm. Mhm. Prinzipien durch sein eigenes Handeln vermittelt. Guckt Ja, mal in eure eigene spirituelle Vergangenheit. Wann habe ich von wem welche Lehren angenommen? Welche habe ich mehr oder weniger auf ein Podest gestellt als das einzig wahre? Wo ist unter der Grasnarbe, unterm Teppich bei mir irgendwas reingeflutscht, das ich übernommen habe und es als wahr hingestellt habe, obwohl ich es nicht selber erlebt oder mhm. bewiesen habe? Mhm. Mhm. Und deine systematische Herangehensweise kann vielleicht jedem helfen zu sagen, nehmt mal ein Blatt Ja, Papier und einen Stift und geht da mal durch. Und dann geht in eure Vertragskammer und guckt, was ist da? Oder ja, geht in eure Ego-Kammer und fragt euch, hinter welchen spirituellen Lehrern verschanze ich mich eigentlich und sage, das habe ich von denen gelernt, das ist die Wahrheit. Oder welche Familienmitglieder habe ich, die mich spirituell unterrichtet haben? Und dann wird es noch ah, schwieriger. Vor einiger Zeit hat mich eine Dame angegriffen, die hat gesagt, ja, da sagen Sie, dass alles, was meine Mutter mir beigebracht hat, falsch ist. Was weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ihre Mutter sie gelehrt hat. mhm. Aber die Mutter ist eine viel größere Vertrauensperson für jeden als jeder Externe. Was habe ich mit der Muttermilch aufgesogen? Aktiv oder passiv? Ja. Wie die spirituelle Welt zu sein hat, wie ich zu sein habe, was ich können kann und was ich vielleicht nicht können darf. Dabei geht es meines Erachtens gar nicht nur um spirituelle Dinge, sondern auch nicht spirituelle Dinge. Wie hat die Welt zu sein? Nämlich nicht, wenn jemand in der Familie behauptet, die Welt ist nicht spirituell und du hast das mit dem Muttermund, mit der Muttermilch aufgesogen. Ja, Ja, das, da gibt es viele Fragen, die man stellen sollte in der Vertragskammer. genau. Also Mhm. bitte schaut da noch mal hin, wenn ihr sagt, das geht mir hier nicht schnell genug oder ich hab das Gefühl, dass ich an einem Punkt mit einer oder mehreren dieser Fähigkeiten hänge. Schaut Mhm. da rein. Die Mhm. Erfahrungen der letzten Wochen und Monate sagen, da steckt was drin, wo ich mir selber nicht erlaube oder andere mir vertraglich nicht erlauben, über das aufgezogene Selbst Ja. aus der Familie, aus dem spirituellen Umfeld hinauszuwachsen. Also das müssen so viele Punkte sein. Ich merke es ja an mir, wie viel durch die Gedanken schwirrt. Ganz schnell ist es wieder weg. Also Zettel und Stift immer dabei am besten und wirklich sofort aufschreiben, weil es fliegt so schnell weg. Das war's von meiner Seite heute. Ich finde Mhm. das schon wieder genug Material, um hinzuschauen. Absolut, absolut. Vielen lieben Dank, Martina. Es war eine wunderschöne Sendung mit dir. Danke für deine Erfahrung, die du mit uns getauscht hast und die mit vielen Anwendern der Sonnendiamant-DNA. Dankeschön. Sehr gern geschehen, macht immer wieder Spaß. Allen Zuhörern, allen Zuschauern eine tolle Woche. Wir sehen uns dann am kommenden Samstag. Bis dann. Bis Tschüss. dann.